Wir leben jetzt zusammen. Endlich. Komm rein, Ja, ich fühle mich schon wie zu Hause. weil das jetzt auch dein Zuhause ist. Hast du Platz im Schrank freigemacht? Natürlich. 3 Regale gehören dir. 3, mal sehen. Der Transporter ist schon unten. Ein Transporter? Ich dachte, du hast ein paar Taschen. Nein, nein, ich habe viele Sachen. Wie viele Kartons? Ungefähr 20 oder ein bisschen mehr. Ein bisschen, das heißt? 25. Das ist doch normal, oder? 25? Mia, das ist wirklich unglaublich. Was denn? Sie passen alle rein. Hier ist kein Platz für 25 Kartons. Wir sind kluge Leute. Wir finden eine Lösung. Mein Wohnzimmer sieht aus wie ein Lager. Das ist nur vorübergehend. Wir müssen alles einräumen. Wo ist mein Couchtisch? Hinter den 3 Kartons dort. Und die Fernbedienung? Unter dem Kissen mit dem Blumenmuster. Was für ein Kissen? Ich habe ein paar mitgebracht. Sie sind sehr schön. Wie viele Kissen hast du? 8. Nein, 9. Oder 10? Mia. Ich habe es mit Zahlen nicht so. So, jetzt die Küche. Was ist hier passiert? Ich habe ein bisschen umgestellt. Ein bisschen? Meine Kaffeemaschine steht auf dem Kühlschrank. Dafür passen meine Kräuter perfekt auf den Tisch. Was für Kräuter? Für Tees. Minze, Kamille, Lavendel, Melisse. Wie viele Sorten? 7. Alle unterschiedlich. Ich will morgens nur meinen Kaffee. Stell einfach einen Stuhl hin. Die Maschine ist gut erreichbar. Ich klettere nicht jeden Morgen auf einen Stuhl. Das ist doch nur einmal am Tag. Jeden Morgen. Okay, okay, wir denken uns etwas aus. Im Bad habe ich auch alles eingeräumt. Ja, ich hab's gesehen. Da stehen 18 Flaschen. Du hast sie gezählt? Ich habe mein Shampoo nicht gefunden. Das steht hinter der großen rosa Flasche. Hinter welcher von den Vieren? Die zweite von rechts. Mia, ich habe ein Shampoo. Eines. Dafür haben wir jetzt eine große Auswahl. Ich will keine Auswahl. Ich will mein Shampoo. Was ist das? Pflanzen? Ja, 6 Töpfe. Lebendiges Interieur. Wo hast du sie hingestellt? Auf die Fensterbänke. Da ist das Licht gut. Aber da standen meine Sachen. Pflanzen brauchen Licht, Sachen nicht. Das ist logisch, aber trotzdem seltsam. Du wirst es mögen, ich verspreche es. Muss ich sie täglich gießen? Alle 3 Tage. Ich zeig's dir. Warte mal, wo ist mein Sessel? Welcher genau? Der graue in der Ecke am Fenster. Ach, da habe ich meinen Standspiegel hingestellt. Dieser Sessel stand da 12 Jahre lang. Aber der Spiegel sieht dort einfach perfekt aus. Wo hast du meinen Sessel hingebracht? In den Flur.
da ist es auch gemütlich. Im Flur ist kein Platz. Doch, ich habe deine Fahrradtaschen verstaut. Und wohin? In die Abstellkammer, zu deinen Skistöcken. Die habe ich nicht dahingestellt. Dafür ist jetzt alles ordentlich. Mia, das geht mir jetzt wirklich zu weit. Ich verstehe. Aber der Spiegel. Kein Aber. Der Sessel kommt zurück. Du bist sauer. Ein bisschen, ja. Du nur wegen des Sessels? Wegen allem. Ich erkenne meine Wohnung nicht mehr. Tut mir leid, ich habe es wohl übertrieben. Hand aufs Herz, ich bin froh, dass du hier bist. Aber Aber ich brauche noch ein bisschen meinen eigenen Raum. das ist fair. Sollen wir alles zusammen entscheiden? Womit fangen wir an? Mit dem Sessel, logisch? Ja, logisch. Kurz und gut, der Sessel kommt zurück, versprochen. Danke. Und der Spiegel? Den stellen wir beim Eingang hin, das passt auch. Die Kaffeemaschine? Wir überlegen uns etwas für die Küche. Die Kräuter kannst du behalten. Du meinst das wirklich? Die Minze riecht gut, das muss ich zugeben. Und die Pflanzen? Auch. Ich helfe beim Gießen. Siehst du, man kann alles lösen. Die Kissen lassen wir jetzt mal außen vor. Es sind übrigens 11. Das will ich nicht wissen. Soll ich Wasser aufsetzen? Ja, gerne. Probierst du meinen Kräutertee? Dann den Lavendel. Gute Wahl. Setz dich in den Sessel. In deinen Lieblingssessel? In unseren. Ab jetzt ist er unserer. Wir passen da nicht beide rein. Doch, er ist groß genug. Na gut. Räumen wir danach die Kartons aus? Morgen. Heute sitzen wir einfach hier. Abgemacht. Ach, übrigens, Nein, du hast mich noch nicht ausreden lassen. noch ein Karton. 2. Aber kleine. Mia, Da sind Bücher drin. Das ist Kultur. morgen. Alles morgen. Abgemacht. Gieß den Tee ein. Der Internettest. Lukas, schau mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Ein Test. Wie gut passt ihr zusammen? Ernsthaft? Komm, lass uns den machen. Das ist interessant. Jana, das ist Internet. Da schreiben die Leute alles Mögliche. Nur 20 Fragen. Geht schnell. Ich hab keine Lust. Du hast nie Lust auf sowas. Weil das nicht ernst zu nehmen ist. Gut, ich mache ihn alleine. Ich antworte für dich selbst. Das wird interessant. Was weißt du schon über mich? Mehr als du denkst. Na gut, los. Aber ich verspreche nicht, ehrlich zu antworten. Frage 1. Was ist wichtiger? Gemeinsame Pläne oder persönlicher Freiraum? Persönlicher Freiraum, keine Frage. Das habe ich mir gedacht. Ist das schlimm? Nein, nur vorhersehbar. Du würdest anders antworten? Gemeinsame Pläne. Natürlich. Na also. Wir stimmen schon nicht überein. Das ist Frage 1, Lukas. Guter Start.
Frage 2. Wie reagierst du auf Kritik? Gelassen. Das stimmt nicht. Doch, Erinnerst du dich, als ich sagte, deine Jacke ist alt? das war keine Kritik. Das war ein Angriff. Ich sagte, ein bisschen abgetragen. 3 Tage lang hast du davon geredet. Weil du nicht reagiert hast. Ich habe gelassen reagiert. Du hast sie jeden Tag demonstrativ angezogen. Das nennt man seinen Standpunkt vertreten. Okay, ich schreibe reagiert empfindlich. Schreib reagiert mit Würde. Gut. Frage 3. Wer trifft in der Beziehung die Entscheidungen? Beide zusammen. Wer hat beim letzten Mal das Restaurant ausgesucht? Ich, aber du konntest dich nicht entscheiden. Weil du schon entschieden hattest und nur zum Schein gefragt hast. Das stimmt nicht. Du hattest das Navi schon offen, bevor ich geantwortet hatte. Ich habe mich nur vorbereitet. Ich schreibe, Lukas entscheidet, Jana stimmt zu. Das ist unfair. Frage 4. Wie verbringt ihr die Wochenenden? Unterschiedlich. Genauer. Naja, ich bleibe gerne zu Hause, du gehst gerne irgendwo hin. Und was machen wir? Wir bleiben zu Hause. Oder gehen irgendwo hin. Meistens gehen wir irgendwo hin. Weil du schon angezogen bist. Das nennt man Vorausplanen. Das nennt man vor vollendete Tatsachen stellen. Bist du zufrieden, wenn wir ausgehen? Meistens ja. Eben. Das heißt nicht, dass du recht hast. Frage 5. Sprecht ihr leicht über Probleme? Ja, Wann hast du das letzte Mal selbst ein ernstes Gespräch angefangen? mm, Eben. ich denke nach, bevor ich rede. Das ist normal. Du denkst so lange nach, dass der Moment vergeht. Besser spät als im Affekt. Manchmal muss es im Affekt sein. Das ist eine schlechte Strategie. Das sind lebendige Beziehungen, Lukas, kein Schachspiel. Gut. Nächste Frage. Frage 6. Was schätzt ihr aneinander am meisten? Das ist eine ernste Frage. Wird der Test besser? Ein bisschen. Du zuerst. Ich schätze, dass du verlässlich bist. Immer. Das klingt wie ein Arbeitszeugnis. Lukas, das ist ein Kompliment. Ich schätze, dass du nicht aufgibst. Bei nichts. Auch wenn ich dich mit Tests nerve? Gerade dann. Das war süß. Sag das niemandem. Frage 7. Habt ihr einen gemeinsamen Traum? Hm, Kein Wort? ich denke nach. Darüber haben wir nie geredet. Doch, einmal. Über eine Reise nach Portugal. Das war vor 2 Jahren. Träume haben kein Ablaufdatum. Wir sind nie gefahren. Wir fahren noch. Das meinst du ernst? Ja, im Sommer. Du hast das gerade eben entschieden? Nein, ich habe daran gedacht. Nur nicht geredet. Siehst du, den Test hätten wir früher machen sollen. Wie viele Fragen noch? 13. Hervorragend. Frage 8.
Wie geht ihr mit Stille um? Gut. Fühlst du dich wohl, wenn wir zusammen schweigen? Ja, das ist eine gute Stille. Was bedeutet gute Stille? Wenn man nichts erklären muss, Diese Antwort gefällt mir. schreib sie richtig auf. Frage 9. Könnt ihr um Entschuldigung bitten? Das ist eine Provokation. Das ist eine Testfrage. Dasselbe. Kannst du es? Ja, aber ich mag es nicht. Ehrlich. Und du? Ich entschuldige mich leicht. Manchmal zu leicht. Das ist auch ein Problem. Wie zu leicht? Wenn du Entschuldigung sagst und dasselbe nochmal machst. Vielleicht hast du recht. Schreib das auch auf. Frage 10. Glaubt ihr, ihr passt zusammen? Ist das die letzte Frage? Nein, aber die wichtigste. Ja, wir passen zusammen. Ohne Pause geantwortet. Manche Dinge sind offensichtlich. Auch nach 9 Fragen? Gerade daran. Der Test sagt dasselbe. 82% Übereinstimmung. 82? Was stimmt mit den 18 nicht? Persönlicher Freiraum gegen gemeinsame Pläne. Logisch. Und die Jacke. Die Jacke bleibt. Ich weiß. 82%. Und das alles wegen einer Jacke? Was denkst du, passen Lukas und Jana wirklich zusammen? Schreib es in die Kommentare. Und während du nachdenkst, abonniere den Kanal, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Neue Folge kommt bald.